Ein E-Bike mit 20 Zoll Rädern, das sich zusammenklappen lässt, einen 900 Wattstunden Akku besitzt und trotzdem mit bis zu 140 Kilogramm belastet werden darf, das ist das Farfreeze 20 Plus Pro. Ich bin mit dem Bike inzwischen einige Kilometer gefahren, war damit auf normalen Straßen und auch auf einem Feldweg unterwegs. Außerdem habe ich ausprobiert, ob der Motor meine ziemlich heftige 17% Steigung zu Hause schafft. Ich habe die Beleuchtung bei völliger Dunkelheit getestet und natürlich ausprobiert, wie kompakt das Fahrrad wirklich wird, wenn man es zusammenklappt. Und dabei haben sich einige Dinge gezeigt, die mir richtig gut gefallen. Es gibt aber auch zwei Punkte, bei denen man wissen sollte, was man hier bekommt. Schauen wir uns das Farfreeze 20 Plus Pro also einmal ganz in Ruhe an. Beginnen wir mit dem Auspacken und der Montage. Das Fahrrad kommt bereits weitgehend vormontiert an, sodass sich der Aufwand in Grenzen hält. Während ich das Ganze hier im Zeitraffer zusammenbaue, können wir uns schon einmal die technischen Daten ansehen. Das F20 Plus Pro besitzt einen Aluminiumrahmen und 20 Zoll große Räder mit 3 Zoll breiten Reifen. Das Fahrrad selbst wiegt laut Hersteller 28 Kilogramm. Es ist also trotz Klappmechanismus ausdrücklich kein Leichtgewicht. Dafür liegt die maximale Zuladung bei beachtlichen 140 Kilogramm. Für die elektrische Unterstützung sitzt im Hinterrad ein 36 Volt Nabenmotor. Die Dauerleistung beträgt 250 Watt. Kurzzeitig nennt Farfries bis zu 450 Watt Spitzenleistung. Das Drehmoment wird mit 45 Newtonmeter angegeben und die Unterstützung endet bei 25 Kilometern pro Stunde. Besonders interessant finde ich den Akku. Der arbeitet ebenfalls mit 36 Volt und hat stolze 25 Ampere-Stunden. 36 Volt mal 25 Ampere-Stunden ergeben eine Kapazität von 900 Wattstunden. Das ist für so ein kompaktes Klapp-E-Bike wirklich ordentlich. Farfries gibt eine Reichweite von 95 bis 120 Kilometern an, das ist allerdings eine reine Herstellerangabe. Einen vollständigen Reichweitentest habe ich nicht durchgeführt und kann diesen Wert deshalb weder bestätigen noch widerlegen. Vorn gibt es eine Federgabel mit 70 Millimetern Federweg und Lockout. Geschaltet wird mit einer Shimano 7-Gang-Schaltung und gebremst wird sowohl vorne als auch hinten mit einer mechanischen Scheibenbremse und 160 Millimetern Bremsscheibe. Nach dem Aufbau habe ich mir das Bike erst einmal genauer angesehen und bei der Verarbeitung kann ich wirklich nichts bemängeln. Der Rahmen macht einen sehr sauberen Eindruck, die Anbauteile sitzen ordentlich, sämtliche Kabel sind vernünftig verlegt und auch während der Fahrt hat bei meinem Exemplar nichts geklappert oder irgendwelche störenden Geräusche verursacht. Das gesamte Fahrrad vermittelt einen ziemlich robusten Eindruck. Gerade wenn man bedenkt, dass das Farfries eine Zuladung von 140 Kilogramm erlaubt, passt das für mich auch zum Charakter des Fahrrads. Optisch fallen natürlich sofort die Räder ins Auge. Farfries verwendet hier einteilige Aluminiumräder mit einer Sechsspeichen-Optik. Und die passen meiner Meinung nach wirklich gut zum restlichen Design. Dazu kommen die 3 Zoll breiten Reifen. Das sind keine extrem Fatbike-Reifen, aber deutlich breiter als bei einem normalen Citybike. Und diese Kombination aus breiteren Reifen und der Federgabel merkt man auch durchaus beim Fahrkomfort. Ich bin mit dem F20 Plus Pro unter anderem über einen normalen Feldweg gefahren. Und dort hat mir der Fahrkomfort gut gefallen. Kleinere Unebenheiten werden vernünftig abgefangen und das Fahrrad fühlt sich auch dort noch angenehm an. Im richtigen Gelände war ich mit dem F20 Plus Pro allerdings nicht unterwegs. Und ganz persönlich sehe ich das Fahrrad dort auch gar nicht unbedingt. Für mich ist das eher ein komfortables Alltags- und Stadtfahrrad, mit dem man problemlos auch einmal einen Feldweg oder Schotterweg fahren kann. Eine Zielgruppe, für die ich das Fahrrad besonders interessant finde, sind Camper. Wenn man mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs ist und morgens einfach schnell zum Bäcker möchte, zum Supermarkt fahren will oder ein paar Kilometer in den nächsten Ort, passt so ein Fahrrad meiner Meinung nach sehr gut. Aber auch in der Stadt kann ich mir das F20 Plus Pro gut vorstellen. Für kurze Wege, einkaufen oder einfach um das Auto stehen zu lassen. Und genau da spielt später natürlich auch der Klappmechanismus noch eine wichtige Rolle. Was mir bereits bei der ersten Fahrt positiv aufgefallen ist, ist die Sitzposition. Die Geometrie passt für mich wirklich gut. Ich sitze angenehm auf dem Fahrrad und habe nicht das Gefühl, auf einem kleineren Klapprad irgendwie unnatürlich zusammengefaltet zu sein.
Gerade das ist bei einem Fahrrad mit nur 20 Zoll großen Rädern durchaus ein wichtiger Punkt. Auch die Position des Lenkers passt gut dazu. Das F20 Plus Pro fährt sich dadurch für mich eher wie ein kompaktes normales Fahrrad als wie ein typisches kleines Klapprad. Auch mit der Anordnung der Bedienelemente bin ich zufrieden. Die Bremshebel sind gut erreichbar, genauso wie die Schaltung und die Tasten für die elektronische Unterstützung. Ich musste während der Fahrt nicht nach irgendwelchen Bedienelementen suchen. Alles sitzt dort, wo man es erwartet und lässt sich problemlos bedienen. Das Display ist relativ einfach gehalten, aber für mich ist das eher ein Vorteil. Die wichtigsten Informationen sind groß genug dargestellt und auch während der Fahrt gut ablesbar. Über Plus und Minus wird die Unterstützungsstufe verändert. Außerdem kann das Display unter anderem Geschwindigkeit, Tageskilometer, Gesamtkilometer, Fahrzeit und Batteriespannung anzeigen. Insgesamt gibt es 3 Unterstützungsstufen. Die Anleitung beschreibt außerdem eine Schiebehilfe bis 6 Kilometer pro Stunde. Für mich braucht ein Fahrradcomputer nicht viel mehr. Einfach, übersichtlich und unkompliziert zu bedienen. Bei der Schaltung verwendet Fahrfries eine klassische Shimano 7-Gang-Kettenschaltung und bei meinem Fahrrad war die bereits ab Werk vernünftig eingestellt. Alle 7 Gänge ließen sich sauber durchschalten und ich musste hier nichts nachjustieren. Ein Punkt ist allerdings gerade für Fahrer wichtig, die bisher vielleicht noch keine Kettenschaltung gefahren sind: Man sollte möglichst nicht unter hoher Last schalten. Kommen wir zum Antrieb. Und hier sollte man seine Erwartungen etwas einordnen. Der 250 Watt Motor ist im Vergleich zu einigen anderen E-Bikes, die ich bereits getestet habe, nicht so kräftig. Das merkt man vor allem dann, wenn es wirklich steil wird. Bei normaler Fahrt auf relativ ebener Strecke ist das für mich überhaupt kein Problem. Hier unterstützt der Motor angenehm und für Stadtverkehr oder normale Touren reicht die Leistung vollkommen aus. Aber natürlich wollte ich wissen, wo die Grenzen liegen. Und dafür gibt es bei mir zu Hause einen ziemlich guten Test. Dieser Berg hier mit ungefähr 17% Steigung. Und 17% sind für ein Fahrrad wirklich ordentlich. Und das Ergebnis finde ich eigentlich ziemlich interessant. Das Fahrvlies hat die Steigung geschafft, aber der Motor zieht mich hier definitiv nicht einfach von alleine nach oben. Ich musste schon kräftig mitarbeiten und ordentlich in die Pedale treten. Genau so würde ich die Motorleistung auch zusammenfassen. Der Motor unterstützt vernünftig, aber er ist kein Kraftpaket. Wer häufig extrem steile Berge fahren muss und dabei möglichst wenig selbst leisten möchte, sollte sich nach einem kräftigeren Antrieb umsehen. Wer dagegen hauptsächlich in der Stadt auf normalen Radwegen und auf moderaten Steigungen unterwegs ist, bekommt für diesen Einsatz eine vollkommen ausreichende Unterstützung. Und immerhin, meine 17% Steigung hat er geschafft. Kommen wir zu einem Punkt, bei dem ich etwas differenzieren muss. Das F20 Plus Pro besitzt zwar vorne und hinten Scheibenbremsen, es handelt sich allerdings um mechanische Scheibenbremsen. Die Bremszangen werden also klassisch über einen Bowdenzug betätigt und nicht hydraulisch. Diese Bauweise bestätigt auch Fahrfries in den technischen Daten. Die Bremsleistung würde ich als solide und für den vorgesehenen Einsatz als ausreichend bezeichnen. Ich konnte das Fahrrad damit jederzeit vernünftig verzögern und für normalen Stadtverkehr erfüllen die Bremsen ihren Zweck. Aber wer bereits gute hydraulische Scheibenbremsen gefahren ist, wird einen Unterschied merken. Hydraulische Bremsen packen normalerweise kräftiger zu und lassen sich gleichzeitig feiner dosieren. Die Bremsen des F20 Plus Pro sind deshalb für mich weder schlecht noch ein Grund, vom Fahrrad abzuraten. Sie gehören aber auch nicht zu den Highlights. Wenn ich mir für eine zukünftige Version eine Verbesserung aussuchen dürfte, wären hydraulische Scheibenbremsen definitiv weit oben auf meiner Liste. Sehr gut gefällt mir dagegen der hintere Gepäckträger. Der ist ausgesprochen massiv aufgebaut und macht einen wirklich stabilen Eindruck. Oben befindet sich sogar eine gepolsterte Auflage. Allerdings bezeichnet Fahrfries das Bauteil offiziell als Gepäckträger und ich habe keine separate Herstellerfreigabe gefunden, dass diese Auflage als Beifahrersitz gedacht ist. Deshalb würde ich hier auch nicht einfach eine zweite Person draufsetzen. Als stabiler Gepäckträger gefällt mir die Konstruktion aber sehr gut. Der große Akku sitzt unter dem Sitzrohr und wenn man ihn entnehmen möchte, hat sich Fahrfries eine praktische Lösung einfallen lassen. Der Sattel kann einfach nach oben bzw. nach vorne geklappt werden. Danach lässt sich der integrierte Akku nach oben herausziehen. Das funktioniert problemlos. Man muss also nicht erst den kompletten Sattel oder andere Bauteile demontieren. Der Hersteller beschreibt den Sattel entsprechend als klappbaren Flip-Up-Sattel. Jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte bei diesem Fahrrad, dem Klappmechanismus.
Und der funktioniert wirklich unkompliziert. Als erstes wird die Lenksäule entriegelt und nach unten weggeklappt. Dadurch wird das Fahrrad schon einmal deutlich niedriger und lässt sich später wesentlich kompakter verstauen. Danach wird der Verschluss in der Mitte des Rahmens geöffnet. Jetzt lässt sich das komplette Fahrrad in der Mitte umklappen. Der Mechanismus macht einen stabilen Eindruck und lässt sich ohne großes Gefummel bedienen. Gerade wenn man das Bike häufig im Auto oder Wohnmobil transportieren möchte, finde ich das sehr praktisch. Und zum Schluss lassen sich auch noch die Pedale einklappen. Das klingt nach einer Kleinigkeit, macht beim Transport aber durchaus einen Unterschied. Dadurch stehen die Pedale seitlich nicht mehr so weit heraus und das Fahrrad benötigt noch etwas weniger Platz. Fahrfries gibt für das zusammengeklappte F20 Plus Pro Abmessungen von ungefähr 86 mal 38 mal 71 cm an. Insgesamt gefällt mir der Klappmechanismus sehr gut. Er ist schnell verstanden, funktioniert problemlos und macht aus dem F20 Plus Pro zwar kein leichteres, aber zumindest ein deutlich kompakteres Fahrrad für den Transport. Kommen wir zur Beleuchtung. Und hier hat mich besonders das Frontlicht positiv überrascht. Es ist nicht nur dafür da, dass andere Verkehrsteilnehmer mich erkennen. Der Scheinwerfer ist tatsächlich hell genug, um den Weg vor dem Fahrrad vernünftig auszuleuchten. Hier fahre ich wirklich bei nahezu völliger Dunkelheit und man sieht ziemlich gut, dass ich den Bereich vor dem Fahrrad ausreichend erkennen kann. Für normale Geschwindigkeiten auf Radwegen und Straßen finde ich die Lichtleistung gut. Noch besser gefällt mir persönlich das Rücklicht. Das ist schön hell. Was ich aber fast wichtiger finde, es ist auch von der Seite sehr gut sichtbar. Gerade im Stadtverkehr ist das ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Wenn beispielsweise ein Fahrzeug aus einer Seitenstraße kommt, möchte ich möglichst früh wahrgenommen werden. Und dafür bringt es wenig, wenn ein Rücklicht nur exakt nach hinten gut sichtbar ist. Beim F20 Plus Pro bleibt das Licht auch aus einem deutlich seitlicheren Winkel noch gut erkennbar. Das gefällt mir wirklich gut. Fahrfries nennt außerdem eine Bremslichtfunktion für die Beleuchtung. Wenn ich meine bisherigen Erfahrungen zusammenfasse, gibt es einige Dinge, die mir am F20 Plus Pro besonders gefallen. Ganz vorne steht für mich die Sitzposition. Die Geometrie funktioniert wirklich gut und das Fahrrad fährt sich angenehm. Dazu kommt die saubere Verarbeitung. Bei meinem Exemplar war alles ordentlich montiert, die Kabel sind sauber verlegt und nichts klappert. Die Shimano-Schaltung war bereits ab Werk vernünftig eingestellt. Der Fahrkomfort auf einem normalen Feldweg ist gut und mit 900 Wattstunden ist der Akku für diese Fahrradgröße wirklich üppig dimensioniert. Dazu kommt der wirklich gut funktionierende Klappmechanismus, die einklappbaren Pedale und die Möglichkeit, das Fahrrad selbst in einem kleinen Auto zu transportieren. Und auch bei der Beleuchtung kann das F20 Plus Pro bei einem Test punkten. Vor allem das sehr gute seitlich sichtbare Rücklicht gefällt mir. Natürlich ist auch nicht alles perfekt. Der Motor gehört nicht zu den stärksten Antrieben, die ich bisher gefahren bin. Meine 17% Steigung hat er zwar geschafft, aber dafür muss der Fahrer ordentlich mitarbeiten. Wer einen Motor sucht, der einen möglichst mühelos steile Berge hochzieht, wird hier wahrscheinlich nicht glücklich. Der zweite Punkt sind die Bremsen. Die mechanischen Scheibenbremsen sind für den normalen Einsatz ausreichend, aber hydraulische Scheibenbremsen würden meiner Meinung nach deutlich besser zu einem Fahrrad dieser Gewichtsklasse passen. Und schließlich das Gewicht. 28 Kilogramm sind für ein Fahrrad, das man vielleicht gerade wegen des Klappmechanismus häufig transportieren möchte, natürlich eine Ansage. Man sollte aber nicht den Fehler machen, Klapprad automatisch mit leicht gleichzusetzen. Für wen würde ich das Fahrrad also empfehlen? Meiner Meinung nach vor allem für Leute, die ein robustes und komfortables E-Bike für den Alltag suchen und gleichzeitig Wert auf kompakte Transportmaße legen. Zum Beispiel für Camper. Das Fahrrad im Wohnmobil oder Wohnwagen mitnehmen, am Stellplatz ausladen und morgens schnell zum Bäcker fahren. Dafür finde ich das Konzept ziemlich gut. Genauso kann ich mir das F20 Plus Pro in der Stadt vorstellen, zum Einkaufen, für den Arbeitsweg, für kürzere Erledigungen. Oder für Leute, die das Fahrrad mit dem Auto irgendwohin mitnehmen möchten, aber keinen Fahrradträger montieren wollen. Weniger passend finde ich es dagegen für jemanden, der regelmäßig sehr anspruchsvolles Gelände fahren möchte. Dafür würde ich persönlich eher ein richtiges Mountainbike nehmen. Und wer sein Fahrrad täglich mehrere Etagen hochtragen muss, sollte die 28 Kilogramm definitiv berücksichtigen. Kommen wir zum Fazit. Das Fahrfries F20 Plus Pro
hat bei meinem Praxistest insgesamt einen wirklich guten Eindruck hinterlassen. Besonders die angenehme Sitzposition hat mich überrascht. Trotz der kleinen 20 Zoll Räder fühlt sich das Fahrrad für mich nicht wie ein winziges Klapprad an. Die Geometrie passt, die Bedienelemente sind gut erreichbar und auch auf einem Feldweg war ich mit dem Fahrkomfort zufrieden. Auch bei der Verarbeitung habe ich nichts zu bemängeln. Alles macht einen sauberen Eindruck, die Kabel sind ordentlich verlegt und bei meinen Fahrten hat nichts geklappert. Die Shimano 7-Gang-Schaltung war ab Werk ebenfalls gut eingestellt und hat alle Gänge sauber durchgeschaltet. Ein großes Argument für das F20 Plus Pro ist natürlich der Akku. 900 Wattstunden sind für ein Fahrrad dieser Größe wirklich ordentlich. Einen Reichweitentest habe ich allerdings nicht gemacht. Die von Fahfries genannte 95 bis 120 Kilometer bleiben deshalb für mich zunächst eine Herstellerangabe. Der Motor ist dagegen eher auf vernünftige Unterstützung als auf maximale Kraft ausgelegt. Die 17% Steigung bei mir zu Hause habe ich geschafft, aber nur mit kräftiger Unterstützung durch meine eigenen Beine. Und genau das sollte man vor dem Kauf wissen. Die mechanische Scheibenbremsen funktionieren und reichen meiner Meinung nach für normalen Straßenverkehr aus. Sie erreichen aber nicht die Bremsleistung und Dosierbarkeit guter hydraulischer Scheibenbremsen. Hier hätte ich mir eine etwas hochwertigere Lösung gewünscht. Dafür funktioniert der Klappmechanismus richtig gut. Rahmen, Lenker und sogar die Pedale lassen sich einklappen und dadurch bekomme ich das Fahrrad selbst in einen kleinen Viertürer. Das ist für mich ein echter praktischer Mehrwert. Dazu kommt eine gute Beleuchtung. Mit dem Frontlicht kann ich auch bei völliger Dunkelheit vernünftig fahren. Und vor allem das Rücklicht gefällt mir, weil es nicht nur hell ist, sondern auch von der Seite hervorragend gesehen werden kann. Gerade im Stadtverkehr ist das für mich ein klarer Pluspunkt. Unterm Strich sehe ich das Fahfries F20 Plus Pro deshalb als komfortables und sehr ordentlich verarbeitetes Alltags-E-Bike mit Klappfunktion und ungewöhnlich großem Akku. Für Stadt, Camping, Alltag und normale Touren gefällt mir das Konzept richtig gut. Für extremes Gelände, häufiges Tragen oder jemand, der besonders viel Motorleistung erwartet, gibt es sicherlich passendere Fahrräder. Aber wenn genau diese Kombination aus Komfort, kompaktem Transport und großem Akku gesucht wird, dann ist das F20 Plus Pro definitiv interessant. Das war mein Praxistest. Wenn ihr noch etwas zum Fahfries F20 Plus Pro wissen möchtet, schreibt eure Fragen gern unten in die Kommentare. Der Link zum Produkt ist wie immer in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video geholfen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und natürlich über ein Abo. Tschüss, bis zum nächsten Mal.